Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Lisa und freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wie geht es euch heute? Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Bevor wir mit dem heutigen Thema beginnen, möchte ich mich bei euch für die vielen netten Kommentare zur letzten Folge bedanken. Es freut mich wirklich sehr, dass euch der Podcast gefällt und dass ihr so viel dabei lernt. Viele von euch haben mir geschrieben, dass ihr mehr über alltägliche Themen hören möchtet. Ich habe eure Wünsche gehört und deshalb spreche ich heute über ein Thema, das viele von euch betrifft oder betroffen hat. Wenn du dein Deutsch auf das nächste Level bringen möchtest, dann schaue auf meinem Patreon vorbei. Dort findest du Transkripte, Vokabeln, Übungen und vieles mehr zu den aktuellsten Podcasts. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Ein Thema, das manchmal schwierig sein kann, aber auch viele schöne Seiten hat. Ich bin sicher, dass einige von euch schon Erfahrungen damit gemacht haben oder vielleicht sogar gerade mittendrin stecken. Also macht es euch bequem, holt euch vielleicht einen Tee oder Kaffee und lasst uns gemeinsam in das heutige Thema eintauchen. Das heutige Thema ist Fernbeziehungen. Was genau ist eine Fernbeziehung? Eine Fernbeziehung ist eine romantische Beziehung, bei der die Partner räumlich voneinander getrennt leben. Das kann in verschiedenen Städten, Bundesländern oder sogar in verschiedenen Ländern sein. Vielleicht studiert ihr im Ausland oder habt einen Job in einer anderen Stadt angenommen. Oder ihr habt eure Partnerin oder euren Partner im Urlaub oder online kennengelernt. Fernbeziehungen sind heute sehr häufig, besonders in einer Zeit, in der wir so mobil sind und digitale Kommunikation so einfach ist. Trotzdem bringen sie besondere Herausforderungen mit sich. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, möchte ich euch einige wichtige Vokabeln vorstellen, die mit Fernbeziehungen zu tun haben. Das erste wichtige Wort ist natürlich die Fernbeziehung selbst, also eine Beziehung über eine große Entfernung. Ein Beispiel: Maria und Thomas führen seit einem Jahr eine Fernbeziehung, weil Thomas in Berlin studiert. Ein weiteres wichtiges Wort ist die Entfernung oder die Distanz. Zum Beispiel: Die Entfernung zwischen Hamburg und München beträgt etwa 800 Kilometer. Wenn wir über Fernbeziehungen sprechen, ist die Sehnsucht ein sehr wichtiges Gefühl. Die Sehnsucht ist ein starkes Verlangen nach jemandem, den man vermisst. Ich habe große Sehnsucht nach meinem Partner, wenn wir uns lange nicht sehen können. Damit verbunden ist das Verb vermissen, also das Gefühl, dass einem jemand fehlt. Ich vermisse dich jeden Tag, wenn du nicht hier bist. In Fernbeziehungen ist die Kommunikation besonders wichtig. Kommunikation bedeutet der Austausch von Informationen und Gefühlen. Gute Kommunikation ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Fernbeziehung. Manchmal gibt es in Beziehungen Missverständnisse, also Situationen, in denen man einander falsch versteht. In Fernbeziehungen können leicht Missverständnisse entstehen, wenn man nicht persönlich miteinander sprechen kann. Daher ist das Vertrauen sehr wichtig, also das Gefühl, dass man sich auf den Partner verlassen kann. Ohne Vertrauen kann eine Fernbeziehung nicht funktionieren. Ein schöner Moment in jeder Fernbeziehung ist das Wiedersehen, wenn man nach langer Zeit wieder zusammen ist. Ich freue mich schon sehr auf unser Wiedersehen nächste Woche. Und schließlich gibt es noch die Zukunftspläne, also Ideen und Pläne für die gemeinsame Zukunft. Wir haben Zukunftspläne gemacht und wollen nächstes Jahr zusammenziehen. Jetzt, wo wir einige wichtige Vokabeln kennen, möchte ich tiefer in das Thema Fernbeziehungen einsteigen. Wie ich schon erwähnt habe, sind Fernbeziehungen heutzutage keine Seltenheit mehr. Die Welt ist kleiner geworden. Wir reisen mehr, studieren oder arbeiten im Ausland und lernen Menschen aus der ganzen Welt kennen. Manchmal verlieben wir uns in jemanden,
der nicht in unserer Stadt oder sogar nicht in unserem Land lebt. Oder wir sind schon in einer Beziehung und einer von beiden muss aus beruflichen oder anderen Gründen umziehen. Fernbeziehungen haben ihre ganz eigenen Herausforderungen. Die größte ist natürlich die räumliche Trennung. Man kann nicht einfach spontan einen Kaffee trinken gehen oder abends zusammen auf der Couch sitzen. Man kann sich nicht in den Arm nehmen, wenn man einen schweren Tag hatte oder wenn man sich freut. Die körperliche Nähe fehlt, und das ist für viele Menschen sehr schwer. Eine weitere Herausforderung ist die Kommunikation. Natürlich können wir heute viel einfacher kommunizieren als früher. Wir haben Smartphones, Videoanrufe, Messaging-Apps und soziale Medien. Wir können jederzeit miteinander sprechen und uns sogar sehen. Aber trotzdem ist digitale Kommunikation anders als persönliche Kommunikation. Man kann nicht die Hand des anderen halten oder seine Körpersprache vollständig sehen. Manchmal entstehen Missverständnisse, weil eine Nachricht falsch verstanden wird oder weil die Internetverbindung schlecht ist. Zeit und Planung sind weitere wichtige Punkte. Wenn man weit voneinander entfernt lebt, muss man die gemeinsame Zeit gut planen. Man muss Reisen organisieren, vielleicht Flüge buchen und Urlaubstage einplanen. Das kann teuer sein und braucht viel Organisation. Außerdem kann es schwierig sein, einen gemeinsamen Zeitplan zu finden, besonders wenn man in verschiedenen Zeitzonen lebt. Wenn einer gerade aufsteht, geht der andere vielleicht gerade ins Bett. Aber natürlich haben Fernbeziehungen auch positive Seiten. Eine davon ist, dass man viel Zeit für sich selbst hat. Man kann eigene Hobbys pflegen oder sich auf die Arbeit oder das Studium konzentrieren, ohne dass man das Gefühl hat, den Partner zu vernachlässigen. Man kann sein eigenes Leben führen und trotzdem in einer liebevollen Beziehung sein. Eine weitere positive Seite ist, dass die gemeinsame Zeit sehr intensiv und besonders ist. Wenn man sich nach Wochen oder Monaten wieder sieht, schätzt man jede Minute zusammen. Man plant besondere Aktivitäten und genießt die Zeit voll und ganz. Viele Paare berichten, dass ihre Beziehung durch die Fernbeziehung sogar stärker geworden ist. Wie kann man eine Fernbeziehung erfolgreich führen? Aus meiner Erfahrung und aus Gesprächen mit Freunden, die in Fernbeziehungen leben oder gelebt haben, gibt es einige wichtige Punkte. Der erste und wichtigste ist die Kommunikation. Sprecht regelmäßig miteinander, nicht nur über euren Alltag, sondern auch über eure Gefühle, eure Ängste und eure Wünsche. Sagt dem anderen, wenn ihr ihn vermisst oder wenn euch etwas stört. Missverständnisse können in Fernbeziehungen schnell entstehen, deshalb ist es wichtig, offen und ehrlich zu sein. Vertrauen ist ebenfalls entscheidend. Ihr müsst einander vertrauen können, auch wenn ihr nicht wisst, was der andere gerade macht oder mit wem er unterwegs ist. Eifersucht kann in Fernbeziehungen ein großes Problem sein, daher ist es wichtig, darüber zu sprechen und Vertrauen aufzubauen. Plant regelmäßige Treffen, auf die ihr euch freuen könnt. Es ist viel leichter, die Trennung zu ertragen, wenn man weiß, wann man sich wieder sieht. Macht konkrete Pläne und markiert das Datum im Kalender. Und wenn ihr zusammen seid, macht das Beste aus dieser Zeit. Genießt die Momente und schafft schöne Erinnerungen. Überrascht einander auch aus der Ferne. Schickt Briefe oder kleine Pakete, die zeigen, dass ihr an den anderen denkt. Ein handgeschriebener Brief oder ein Paket mit den Lieblingssüßigkeiten des Partners kann viel bedeuten und zeigt, dass ihr euch Mühe gebt, trotz der Entfernung eine schöne Beziehung zu führen. Pflegt gemeinsame Aktivitäten, auch wenn ihr nicht am selben Ort seid. Ihr könnt zusammen einen Film schauen, indem ihr ihn gleichzeitig startet und währenddessen telefoniert. Oder ihr kocht das gleiche Rezept und esst zusammen über einen Videoanruf. Solche gemeinsamen Erlebnisse stärken die Verbindung trotz der räumlichen Trennung. Und schließlich, denkt über eure gemeinsame Zukunft nach.
Die meisten Paare sehen eine Fernbeziehung als vorübergehende Phase an. Sprecht darüber, wie eure Zukunft aussehen soll. Wollt ihr irgendwann zusammenziehen? Wer ist bereit umzuziehen? Welche beruflichen oder persönlichen Ziele habt ihr? Eine gemeinsame Vision kann helfen, die schwierigen Zeiten zu überstehen. Natürlich gibt es auch Grenzen. Nicht jede Fernbeziehung funktioniert, und das ist in Ordnung. Manchmal ist die Entfernung zu groß oder die Lebensumstände sind zu verschieden. Es ist wichtig, ehrlich zu sich selbst und zum Partner zu sein. Wenn die Fernbeziehung mehr Schmerz als Freude bringt, ist es vielleicht Zeit, die Situation neu zu bewerten. Ich selbst habe 2 Jahre lang eine Fernbeziehung geführt, als ich für mein Studium ins Ausland gegangen bin. Es war nicht immer leicht, aber es hat uns als Paar stärker gemacht. Wir haben gelernt, besser zu kommunizieren und die gemeinsame Zeit wirklich zu schätzen. Heute leben wir zusammen und sind dankbar für die Erfahrungen, die wir in unserer Fernbeziehung gemacht haben. Was sind eure Erfahrungen mit Fernbeziehungen? Führt ihr gerade eine Fernbeziehung oder habt ihr in der Vergangenheit eine geführt? Was waren eure größten Herausforderungen und wie habt ihr sie gemeistert? Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben oder mir eine Nachricht schicken. Ich freue mich immer über euren Austausch und eure Gedanken zu den Themen unserer Podcast-Folgen. Wenn du dein Deutsch auf das nächste Level bringen möchtest, dann schaue auf meinem Patreon vorbei. Dort findest du Transkripte, Vokabeln, Übungen und vieles mehr zu den aktuellsten Podcasts. Der Link dazu ist in der Beschreibung. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende unserer heutigen Folge über Fernbeziehungen angekommen. Ich hoffe, dass ich euch einige nützliche Informationen und vielleicht auch ein bisschen Mut geben konnte, falls ihr selbst in einer Fernbeziehung seid. Denkt daran, trotz aller Herausforderungen können Fernbeziehungen wunderschön und bereichernd sein. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und munter und vergesst nicht, Liebe kennt keine Entfernung. Tschüss und bis bald.